Lektion 1. Perfektes Gebäck. Hey Anna, ich habe gehört, du bist eine ziemliche Konditorin. Hallo John. Ich liebe es, Gebäck zu machen. Sie machen Spaß und man kann so viele leckere Dinge kreieren. Das klingt unglaublich. Welche Art von Gebäck machst du am liebsten? Ich mache sehr gerne Croissants. Sie sind flockig und butterig, perfekt zum Frühstück. Croissants sind köstlich. Ich kann mir vorstellen, dass sie etwas Geschick erfordern, um diese schuppige Textur zu bekommen. Das tun sie, aber wenn Sie einmal den Dreh raus haben, können Sie sie ganz einfach herstellen. Das ist toll zu hören. Wie rollt man den Teig aus? Ich verwende ein Nudelholz, um es schnell und gleichmäßig zu rollen. Es dreht sich alles um Technik. Welches andere Gebäck machst du mit demselben Teig? Ich mache auch dänisches Gebäck und Pfannkuchen. Sie sind so vielseitig. Das klingt herrlich. Füllst du sie mit etwas Besonderem? Ja, ich verwende gerne Fruchtfüllungen wie Apfel oder Kirsche und manchmal Frischkäse. Lecker. Diese Kombinationen müssen fantastisch schmecken. Hast du ein Lieblingsrezept für Gebäck? Ich liebe mein Schokoladencroissant-Rezept. Die geschmolzene Schokolade im Inneren ist himmlisch. Das klingt verlockend. Ich würde gerne eines Tages eine deiner Kreationen probieren. Ich würde mich freuen, es zu teilen. Zusammen backen könnte viel Spaß machen. Unbedingt. Lass uns einen Bäcktag planen, um gemeinsam leckeres Gebäck zuzubereiten. Lektion 2. Gesunde Gewohnheiten. Hey Anna, ich habe kürzlich mit einer neuen Trainingsroutine begonnen. Das ist großartig. Wie fühlst du dich dabei? Auf jeden Fall fühle ich mich energischer und meine Haut sieht besser aus. Das ist genial. Was für Übungen machst du? Ich habe Cardio mit Krafttraining gemischt. Es ist herausfordernd, macht aber Spaß. Klingt nach einem ausgewogenen Ansatz. Hast du ein Lieblingstraining? Ich fahre sehr gerne Rad. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, die Gegend zu erkunden. Radfahren ist fantastisch. Ich liebe es, wie es Bewegung mit frischer Luft kombiniert. Genau. Hast du in letzter Zeit irgendwelche neuen Fitnessaktivitäten ausprobiert? Ja, ich habe an einem Yogakurs teilgenommen und es war wirklich entspannend. Yoga eignet sich hervorragend für Flexibilität und Achtsamkeit. Wie gefällt es dir? Ich liebe es. Es hilft mir, mich nach einem anstrengenden Tag zu entspannen. Das ist wichtig. Es ist wichtig für die Gesundheit, Wege zum Stressabbau zu finden. Unbedingt. Was ist dir noch aufgefallen, seit du angefangen hast zu trainieren? Mein Schlaf hat sich stark verbessert. Ich fühle mich morgens ausgeruhter. Das ist ein großer Vorteil. Guter Schlaf ist der Schlüssel, um sich gut zu fühlen. Ganz gewiss. Ich freue mich darauf, mit dieser Routine Schritt zu halten und mehr Ergebnisse zu sehen. Lektion 3. Der Weg zur Professionalität. Hey Anna, hast du von der Debatte im Sport über den Berufsstatus gehört? Ja, es ist interessant,
wie einige Athleten anfingen, sich für mehr Anerkennung einzusetzen. In der Tat, sie wollen, dass ihre Wettbewerbsleistungen ernst genommen werden. Für Sportler ist es wichtig, die Anerkennung zu erhalten, die sie verdienen. Genau, viele haben strenge Trainingsprogramme, die viel Hingabe erfordern. Ganz gewiss. Manche Athleten trainieren jeden Tag stundenlang, um in ihrem Sport hervorragende Leistungen zu erbringen. Hast du jemals die Reise eines bestimmten Sportlers verfolgt? Hab ich. Ich habe einen Schwimmer verfolgt, der links und rechts Rekorde bricht. Das ist inspirierend. Schwimmer haben oft intensive Zeitpläne, um ihren Vorsprung zu wahren. Unbedingt. Ihr Engagement für Verbesserungen ist beeindruckend. Denken Sie, dass Amateursportler mehr Unterstützung erhalten sollten? Ja, im Vergleich zu Fachleuten mangelt es ihnen oft an Ressourcen, was nicht fair ist. Ich stimme zu. Investitionen in junge Talente können den gesamten Sport verbessern. Es würde auch zukünftige Generationen dazu inspirieren, ihre Träume zu verwirklichen. Genau. Die Unterstützung von Sportlern auf allen Ebenen ist für das Wachstum unerlässlich. Ich hoffe, wir sehen bald mehr Initiativen, die Fairness und Anerkennung fördern. Das wäre fantastisch. Die Anerkennung harter Arbeit kann alle Beteiligten motivieren. Lektion 4. Museen erkunden. Hey Anna, warst du schon im neuen Museum in der Innenstadt? Ja, ich war letztes Wochenende dort und es war fantastisch. Das ist toll zu hören. Hast du eine Tour gemacht? Ja, das Museum bietet Führungen für ein informativeres Erlebnis an. Ich habe gehört, dass diese Touren wirklich hilfreich sind. Was hast du gelernt? Ich habe so viel über die Geschichte der Ausstellungen gelernt. Die Führer sind sehr kompetent. Das klingt interessant. Was war deine Lieblingsausstellung? Die Abteilung für antike Artefakte hat mir sehr gut gefallen. Es fühlte sich an, als würde man in die Vergangenheit reisen. Wow, ich liebe Geschichte. Hatten sie etwas Einzigartiges? Ja, sie hatten einige seltene Münzen und Töpferwaren aus alten Zivilisationen. Das klingt faszinierend. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel wir aus der Vergangenheit lernen können. Unbedingt. Museen sind Schatzkammern des Wissens. Denkst du, wir sollten irgendwann wieder zusammengehen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne mehr Ausstellungen mit Ihnen erkunden. Schauen wir uns Ihren Zeitplan für bevorstehende Ausstellungen an. Tolle Idee. Es würde Spaß machen zu sehen, welche neuen Dinge Sie zu bieten haben. Ich kann es kaum erwarten. Mit einem Freund zu erkunden macht es noch besser. Lektion 5. Neue Anfänge begrüßen. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie einschüchternd es sein kann, neue Dinge anzufangen. Ich verstehe das vollkommen. Es kann sich zunächst überwältigend anfühlen. Richtig? Ich erinnere mich, als ich meinen ersten Job anfing. Ich war so nervös.
Mir ging es genauso, als ich meinen Tanzunterricht begann. Ich hatte Angst, nicht mithalten zu können. Fandest du, dass es mit der Zeit einfacher wurde? Ja, nachdem ich alle kennengelernt und einige Moves gelernt hatte, fühlte ich mich wohler. Das ist toll zu hören. Ich denke, Training hilft wirklich dabei, Selbstvertrauen aufzubauen. Unbedingt. Und manchmal ist es am schwierigsten, diesen ersten Schritt zu tun. So wahr. Welchen Rat würdest du jemandem geben, der zögert, etwas Neues zu beginnen? Ich würde sagen, gehen Sie Schritt für Schritt vor und scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu bitten. Toller Rat. Jeder war irgendwann ein Anfänger. Genau. Außerdem kann es viel Spaß machen, mit Freunden etwas Neues zu lernen. Ja, ein Unterstützungssystem zu haben, macht einen großen Unterschied. Ich stimme zu. Welche neuen Dinge möchtest du als nächstes ausprobieren? Ich erwäge, mit dem Fotografieren zu beginnen. Es scheint aufregend. Das klingt unglaublich. Du wirst so viele Möglichkeiten haben, kreativ zu sein. Ich hoffe es. Ich kann es kaum erwarten, schöne Momente durch das Objektiv festzuhalten. Lektion 6. Das Leben eines Schnitzers. Hey Anna, ich habe über einen berühmten Schnitzer gelesen, der in den frühen 1900er Jahren lebte. Oh wirklich? Was war das Besondere an seinem Leben? Hier blieb der Schnitzer für den Rest seines Lebens und schuf erstaunliche Skulpturen. Das ist faszinierend. Hatte er neben seiner Kunst noch andere Beiträge? Ja, hier führte er auch seine wichtigen landwirtschaftlichen Experimente durch. Wow, er war also nicht nur ein Künstler, sondern auch ein Innovator. Welche Art von Experimenten hat er gemacht? Er konzentrierte sich auf die Verbesserung der Nutzpflanzen und der landwirtschaftlichen Techniken, um den lokalen Landwirten zu helfen. Das ist beeindruckend. Es ist toll, wenn Künstler ihre Fähigkeiten einsetzen, um der Community zu helfen. Unbedingt. Seine Arbeit hatte einen nachhaltigen Einfluss auf die Landwirtschaft in der Region. Wissen Sie, was ihn dazu inspiriert hat, Kunst und Landwirtschaft zu verbinden? Er glaubte, dass Natur und Kunst Hand in Hand gehen, und er wollte diese Verbindung heiern. Das ist so eine wunderschöne Philosophie. Das macht seine Arbeit noch bedeutungsvoller. Das denke ich auch. Es zeigt, wie Kreativität verschiedene Bereiche beeinflussen kann. Gibt es eine seiner Skulpturen, die du besonders magst? Ja, eines seiner bekanntesten Werke zeigt einen Bauern, der auf den Feldern arbeitet. Das klingt wunderbar. Es muss die Essenz von harter Arbeit und Hingabe einfangen. Genau. Es erinnert an die Bedeutung von Kunst und Landwirtschaft in unserem Leben. Lektion 7. Wochenendpläne. Hey Anna, willst du dich dieses Wochenende treffen? Perfekt. Das würde ich liebend gerne. Was schwebt dir vor? Ich freue mich darauf, meinen neuen Tennisschläger zu finden. Das klingt lustig. Hast du vor, in ein bestimmtes Geschäft zu gehen? Ja,
Es gibt ein großartiges Sportgeschäft in der Innenstadt, das eine gute Auswahl hat. Fantastisch. Ich könnte auch ein neues Paar Tennisschuhe gebrauchen. Tolle Idee. Wir können uns die Schläger und Schuhe zusammen ansehen. Ja, ich kaufe immer gerne mit einem Freund Sportausrüstung ein. Ich auch. Es macht die Erfahrung angenehmer. Nach welchen Funktionen suchst du in deinem neuen Racket? Ich möchte einen, der leicht ist und meine Schwünge gut kontrollieren kann. Das macht Sinn. Ein guter Schläger kann dein Spiel wirklich verbessern. Genau. Hast du eine Lieblingsmarke, die du für Tennisausrüstung magst? Normalerweise entscheide ich mich für Wilson. Ihre Schläger liegen gut in meiner Hand. Wilson ist eine solide Wahl. Ich muss ein paar ihrer Modelle ausprobieren. Definitiv. Lassen Sie uns nach dem Einkaufen auch etwas essen. Klingt perfekt. Ein bisschen Essen nach einem aufregenden Einkaufstag ist immer nett. Lektion 8. Aus Gründen der Klarheit entrumpeln. Hey Anna, ich habe über die Macht des Aufräumens und Organisierens nachgedacht. Das ist ein tolles Thema. Es kann deinen Lebensraum wirklich verändern. Genau. Ich habe das Gefühl, dass ein sauberer Raum zu einem klareren Geist führt. Ich stimme voll und ganz zu. Wenn alles in Ordnung ist, ist es einfacher, sich zu konzentrieren. Richtig? Mir ist aufgefallen, dass ich abgelenkt werde, wenn mein Zimmer unordentlich ist. Das Gleiche hier. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Zeug ich ansammle, ohne es zu merken. Du hast recht. Ich habe beschlossen, Dinge loszuwerden, die ich nicht mehr benutze oder brauche. Das ist ein kluger Schachzug. Hast du den Prozess schon gestartet? Ja, ich habe mit meinem Kleiderschrank angefangen und so viele Klamotten gefunden, die ich seit Jahren nicht mehr getragen habe. Das ist üblich. Es fühlt sich gut an, Dinge loszulassen, die einem nicht mehr dienen. Definitiv. Mir wurde auch klar, dass ich viele sentimentale Gegenstände habe, die einfach Platz beanspruchen. Es kann schwierig sein, sich davon zu trennen, aber manchmal ist es notwendig. Ich lerne, nur das zu behalten, was mir wirklich Freude bereitet. Das ist eine großartige Denkweise. Das erleichtert den Entrumpelungsprozess erheblich. Ich freue mich darauf zu sehen, wie ein besser organisierter Raum mein tägliches Leben verbessern wird. Ich auch. Lass uns irgendwann zusammen einen Aufräumtag planen. Das klingt nach einer lustigen Idee. Wir können uns gegenseitig motivieren, Dinge loszulassen. Lektion 9. Historische Juwelen erkunden. Hey Anna, hast du von dem neuen Reiseführer für unsere Stadt gehört? Nein, habe ich nicht. Was ist das Besondere daran? Es hebt mehrere Sehenswürdigkeiten hervor, die man gesehen haben muss, darunter ein historisches Schloss. Oh, ich liebe Burgen. Was zeichnet diesen aus? Es hat eine atemberaubende Architektur und eine faszinierende Geschichte, die Jahrhunderte zurückreicht. Das klingt unglaublich. Ich lerne gerne die Geschichten hinter historischen Gebäuden kennen. Genau,
Das Schloss war einst eine königliche Residenz und hat viele interessante Geschichten. Ich würde gerne etwas über die Menschen hören, die dort gelebt haben. Irgendwelche berühmten Persönlichkeiten. Ja, es waren mehrere Könige und Königinnen zu Besuch und es gibt Legenden über verborgene Schätze. Wow, ich kann mir vorstellen, wie aufregend es wäre, diese alten Hallen zu erkunden. Ganz gewiss, die Aussicht von den Türmen soll auch atemberaubend sein. Das ist eine perfekte Gelegenheit zum Fotografieren. Hast du vor, es bald zu besuchen? Ja, ich denke darüber nach, dieses Wochenende hinzugehen. Willst du zu mir kommen? Das würde ich liebend gerne. Ein Schloss zu erkunden klingt nach einem fantastischen Abenteuer. Großartig. Wir können auch die Gärten rund um das Schloss besichtigen. Das klingt herrlich. Ich kann es kaum erwarten, die schönen Landschaften zu sehen. Es wird ein Tag voller Geschichte und Spaß. Lass es uns geschehen lassen. Lektion 10. Die Freude am Entdecken. Hey Anna, hast du die neuesten Entdeckungen in der Wissenschaft verfolgt? Ja, es ist faszinierend, was Forscher heutzutage herausfinden. Definitiv. Ich bin immer gespannt, was auch andere entdecken. Ich auch. Vor kurzem habe ich von einer neuen Dinosaurierart gelesen, die sie entdeckt haben. Das ist unglaublich. Was haben Sie darüber gelernt? Sie fanden heraus, dass es einzigartige Merkmale hatte, wie ein Wappen auf dem Kopf. Wow. Ich finde es toll, wie jede Entdeckung zu unserem Verständnis der Geschichte beiträgt. Unbedingt. Es ist, als würde man ein riesiges Puzzle der Vergangenheit zusammensetzen. Apropos Entdeckungen. Hast du in letzter Zeit neue Hobbys ausprobiert? Ja, ich habe angefangen zu malen und es war ein großartiges kreatives Medium. Das klingt lustig. Was malst du gerne? Hauptsächlich Landschaften, aber ich experimentiere auch mit abstrakten Stilen. Ich würde gerne deine Arbeit sehen. Es ist aufregend, sich durch Kunst auszudrücken. Danke. Ich finde Inspiration in der Natur und im Alltag. Das ist eine wunderbare Quelle. Die Natur hat so viel Schönheit zu bieten. Genau. Und das Teilen von Kunst kann auch andere dazu inspirieren, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Ich stimme voll und ganz zu. Es geht darum, sich gegenseitig zu ermutigen, neue Dinge zu entdecken. Lektion 11. Das perfekte Geschenk finden. Hey Anna, ich suche ein Geschenk für den Geburtstag meiner Schwester. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Definitiv. Was mag sie? Sie liebt es zu lesen und hat eine Faszination für Fantasy-Romane. Das ist ein großes Interesse. Wie wäre es mit einer wunderschön illustrierten Ausgabe eines Klassikers? Das klingt perfekt. Hast du ein bestimmtes Buch im Sinn? Vielleicht Der Hobbit. Es ist eine zeitlose Geschichte und hat tolle Illustrationen. Ich liebe diese Idee. Was ist Ihre Budgetspanne für das Geschenk? Ich würde sagen, etwa $30 wären angemessen.
Das ist eine gute Reichweite. Ich werde online und in lokalen Buchhandlungen nachschauen. Großartig! Vielleicht finden Sie auch lustiges Zubehör zum Thema Bücher. Was meinst du mit Accessoires? Dinge wie Lesezeichen, Exlibris oder sogar eine gemütliche Lesedecke. Die klingen herrlich. Sie könnten das Geschenk noch spezieller machen. Genau. Du kannst ein nettes kleines Lesepaket erstellen. Ich schätze deine Hilfe. Anna, ich fühle mich jetzt sicherer in Bezug auf meine Wahl. Lektion 12. Die Geschichte der Getränke. Hey Anna, wusstest du, dass alkoholische Getränke vor Tausenden von Jahren im Nahen Osten üblich waren? Wirklich. Das ist faszinierend. Welche Getränke waren damals beliebt? Sie konsumierten hauptsächlich fermentierte Getränke wie Bier und Wein. Interessant. Wurden diese Getränke für besondere Anlässe oder den täglichen Verzehr verwendet? Beides. Sie waren Teil von Ritualen und wurden auch täglich von vielen Menschen konsumiert. Das macht Sinn. Alkohol hat im Laufe der Geschichte in verschiedenen Kulturen eine bedeutende Rolle gespielt. Genau. Die Produktionsmethoden von damals unterschieden sich jedoch erheblich von den heutigen Techniken. Inwiefern? Was hat sie einzigartig gemacht? Sie verwendeten natürliche Fermentationsprozesse und stützten sich auf Wildhefe, die in der Umwelt vorkommen. Wow! Ich kann mir vorstellen, dass das jede Charge zu einem Unikat gemacht hat. Ja, und es war auch eine Möglichkeit, die Sicherheit des Wassers zu gewährleisten, da der Fermentationsprozess schädliche Bakterien abtötete. Das ist ein großartiger Punkt. Es ist interessant, wie die Notwendigkeit diese frühen Praktiken geprägt hat. Ganz gewiss. Alkoholische Getränke dienten in diesen Gesellschaften auch sozialen und wirtschaftlichen Zwecken. Es ist erstaunlich, wie etwas so Einfaches eine so reiche Geschichte hat. Unbedingt. Das Lernen über die Vergangenheit hilft uns, unsere gegenwärtigen Gewohnheiten besser zu verstehen. Lektion 13. Eintauchen in eine neue Serie. Hey Anna, hast du angefangen, die neue Serie zu schauen, über die alle reden? Noch nicht. Auf welchen beziehst du dich? Ich spreche von Die Chroniken der Zeit. Es ist wirklich fesselnd. Ich habe davon gehört. Was empfiehlst du jemandem, der anfangen möchte? Ich empfehle, mit der Pilotfolge zu beginnen. Sie gibt den Ton perfekt an. Das macht Sinn. Der erste Eindruck ist in einer Serie so wichtig. Genau. Die Charaktere sind gut eingeführt und die Handlung erregt sofort ihre Aufmerksamkeit. Und wie ist das Tempo? Ich bevorzuge Sendungen, die sich nicht zu sehr in die Länge ziehen. Es ist großartig. Die Folgen sind ausgewogen und bieten ausreichend Action und Charakterentwicklung. Das klingt einladend. Wie viele Folgen gibt es in der ersten Staffel? Es gibt 10 Folgen, so dass es einfach ist, sie an einem Wochenende anzusehen. Perfekt. Ich liebe es, wenn eine Serie kurz genug ist, um schnell fertig zu werden, aber trotzdem fesselnd ist. Du wirst es auf jeden Fall genießen.
Außerdem gibt es bereits Gerüchte über eine zweite Staffel. Das ist aufregend. Das bedeutet, dass die Show Potenzial für weitere großartige Geschichten hat. Ganz gewiss. Lass mich wissen, was du denkst, nachdem du die erste Folge gesehen hast. Lektion 14. Die Reise eines Spielers. Hey Anna, nimmst du in dieser Saison an irgendwelchen Spielen teil? Ich trainiere immer noch, aber ich hoffe, bald an einigen lokalen Turnieren teilnehmen zu können. Das ist aufregend. Auf welche Fähigkeiten konzentrierst du dich in deiner Praxis? Ich arbeite an meinem Aufschlag und verbessere meine Beinarbeit. Beides ist entscheidend für mein Spiel. Definitiv. Ein starker Aufschlag kann wirklich den Ton für ein Spiel angeben. Genau. Ich habe auch meine Strategie für verschiedene Gegner geübt. Das ist klug. Zu wissen, wie man sich anpasst, kann einen großen Unterschied machen. Ja, ich habe einige Videos vergangener Spiele studiert, um von anderen zu lernen. Das ist eine tolle Idee. Erfahrene Spieler zu beobachten kann wertvolle Erkenntnisse liefern. Es hilft wirklich. Mir sind einige Techniken aufgefallen, die ich in meinen Stil integrieren möchte. Hast du einen Lieblingsspieler, zu dem du aufschaust? Ich bewundere Serena Williams. Ihre Entschlossenheit und ihr Können sind wirklich inspirierend. Sie ist eine unglaubliche Athletin. Ihre Arbeitsmoral ist etwas, das man anstreben sollte. Unbedingt. Ich hoffe, einen Teil dieser Energie in meine kommenden Spiele einfließen zu lassen. Ich bin sicher, du wirst es großartig machen. Mit all ihrer Vorbereitung werden sie bereit sein, zu glänzen. Lektion 15. Erkundung der Reisemöglichkeiten. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, mit dem Zug zu reisen, anstatt mit dem Auto zu fahren? Das ist eine interessante Idee. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich habe es nie versucht. Züge können so praktisch sein, besonders für lange Strecken. Ich habe gehört, dass sie entspannender sein können, als im Stau zu stehen. Genau. Außerdem können sie die Landschaft genießen, ohne sich Gedanken über das Parken machen zu müssen. Das klingt nett. Was ist mit den Kosten? Ist es normalerweise günstiger? Das kann sein, vor allem, wenn Sie im Voraus buchen. Manchmal gibt es tolle Rabatte. Das ist gut zu wissen. Das muss ich mir für meine nächste Reise ansehen. Das solltest du. Bist du in letzter Zeit irgendwohin gereist? Ja, ich war letzten Monat am Strand. Es war ein erfrischender Kurzurlaub. Hört sich toll an. Bist du gefahren oder hast du öffentliche Verkehrsmittel benutzt? Ich bin gefahren, aber ich wünschte, ich hätte darüber nachgedacht, einen Bus oder Zug zu nehmen. Busse können auch eine unterhaltsame Option sein, vor allem, wenn Sie gerne neue Leute kennenlernen. Das stimmt. Ich habe gehört, dass Busfahrten sehr gesellig sein können. Ja, und unterwegs haben Sie oft eine tolle Aussicht. Lektion 16. Gesunde Entscheidungen. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit über gesunde Ernährung nachgedacht. Was ist mit Obst und Gemüse? Das ist ein tolles Thema. Ich habe erst gestern Äpfel und Karotten gekauft.
Gute Entscheidungen. Äpfel sind so vielseitig. Isst du sie roh oder kochst du sie? Normalerweise esse ich sie roh als Snack, aber sie eignen sich auch hervorragend für Kuchen. Ich liebe Apfelkuchen. Was kombinierst du gerne zu deinen Äpfeln? Manchmal tauche ich sie für einen köstlichen Leckerbissen in Erdnussbutter. Das klingt lecker. Wie wär's mit Karotten? Hast du eine Lieblingsmethode, um sie zuzubereiten? Ich genieße sie roh mit Hummus, oder ich röste sie mit ein paar Gewürzen. Das Rösten bringt ihre Süße zur Geltung. Hast du versucht, Kräuter hinzuzufügen? Ja, Thymian und Rosmarin passen sehr gut zu gerösteten Karotten. Lecker, das muss ich versuchen. Welche anderen Früchte magst du? Ich liebe Beeren. Sie sind vollgepackt mit Antioxidantien und schmecken fantastisch. Beeren sind fantastisch. Benutzt du sie in Smoothies oder Desserts? Beides. Ich mische sie oft in Smoothies für ein erfrischendes Getränk. Das ist eine gesunde Wahl. Es ist wunderbar, wie vielseitig Obst und Gemüse sein können. Lektion 17. Federvögel. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit etwas über einheimische Vögel gelernt und es ist faszinierend. Das klingt interessant. Welche Vogelarten hast du entdeckt? Nun, ich habe etwas über Schwäne und ihre anmutigen Bewegungen auf dem Wasser gelernt. Schwäne sind wunderschön. Ich liebe es, wie sie mühelos gleiten. Was hast du noch gefunden? Es gibt auch den Blaureiher, der für seine beeindruckenden Angelkünste bekannt ist. Ich habe sie lange Zeit stillstehen sehen und darauf warten, dass Fische vorbeischwimmen. Genau. Und ich habe von Kormoranen gelesen, die unter Wasser tauchen, um ihre Nahrung zu fangen. Sie sind faszinierend. Ich wusste nicht, dass sie so begabte Taucher sind. Ja, und dann gibt es Weißkottseeadler, die majestätisch und mächtig sind. Weißkopfseeadler sind wirklich ikonisch. Es muss toll sein, einen in freier Wildbahn zu sehen. Ist es? Ich bin auch auf Fischadler gestoßen, die für ihre unglaublichen Jagdfähigkeiten bekannt sind. Fischadler sind beeindruckend. Wissen Sie, was sie normalerweise essen? Hauptsächlich Fische, aber bei Bedarf jagen sie auch kleine Vögel. Das ist interessant. Was ist mit Pelikanen? Ich habe gehört, dass sie einzigartige Fütterungsmethoden haben. Das tun sie. Pelikane nutzen ihre großen Schnäbel, um beim Schwimmen Fische aufzufangen. Das ist eine so effektive Technik. Was ist mit Kanadagänsen? Sie sind hier ziemlich verbreitet und ihr Hupen ist unverkennbar. Ja, sie reisen in V-förmigen Formationen, was unglaublich anzusehen ist. Es ist unglaublich, wie vielfältig die Vogelarten in unserer Gegend sind. Bitte abonniere, like und teile unseren Kanal. Deine Unterstützung hilft uns, noch mehr großartige Inhalte zu erstellen. Danke.